Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns von Nextorch die Saint Torch 31. Wir haben heute von Nextorch die Saint Torch 31 da. Das ist ein amtlicher Strahler, sage ich euch. Richtiges Pfund. Ich habe hier mal zum größten Vergleich eine Nalgene-Flasche nebendran. Könnt ihr euch schon mal vorstellen, wie mächtig das Ding ist. Bevor wir hier auf die einzelnen Features und Leuchtmodi eingehen, möchte ich euch einmal kurz über das Zubehör führen, beziehungsweise auch wie die Taschenlampe transportiert werden kann. Das ist nämlich hier wirklich sehr, sehr hochwertig gelöst. Also wir hatten schon andere Lampen bei uns auf dem Kanal, auch die mit großer Leuchtreichweite und Leistungskraft am Start waren. Die waren aber bei weitem nicht so edel und so schön wie die Saint Torch 31. Der Griff, mit dem ihr wahrscheinlich auch irgendjemand totprügeln könntet, ist der eigentliche Akku. Der lässt sich hier vom Lampenkopf komplett entfernen. Dann habt ihr hier eine große Transporttasche mit einem umlaufenden YKK-Reißverschluss. Da drin befindet sich einmal die Anleitung, Ladegerät natürlich, denn hier der Akku lässt sich per USB laden. Der hat hier im Gewinde versteckt einen USB-Anschluss, das heißt, hierüber wird geladen. Auf der gegenüberliegenden Seite habe ich dann auch nochmal einen USB-Ausgang. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel euer Smartphone laden wollt oder so, könnt ihr das einfach hier anschließen und dann damit auch mit dem Akku euer Smartphone laden. In der Tasche selbst ist hier nochmal eine Unterteilung. Das heißt, ihr könnt hier im oberen Bereich was reinpacken und unten drunter dann gut geschützt zum Beispiel den Akku. Die Tasche lässt sich hier einmal mit einem Trageriemen tragen. Der ist hier auch mit so Night-Eyes-Karabinern versehen. Das heißt, ich kann damit dann auch die einfach zusammenhaken, eine One-Point-Sling draus machen und hier dann auch am Lampenkopf befestigen, um die Lampe auch dann mit einem Gurt tragen zu können, wenn ihr das denn wolltet. Bin ich jetzt kein großer Freund von, aber die Möglichkeit ist auf jeden Fall gegeben. Dann noch einen Tragegriff, der wird hier einfach über den Akku geschoben. Das machen wir auch gleich nochmal dann zum Schluss, wenn wir hier mit dem Zubehör fertig sind. Und dann kann ich die Lampe auch so halten und bedienen als richtiger Suchscheinwerfer. Dazu natürlich auch der passende Schlüssel, um das Ganze festzuschrauben. Und dann etwas, wo ich erstmal erstaunt war und gesagt habe, warum packt Nextorch ein Drogendöschen hier mit rein? Wozu ist das gut? Ja? Dann habe ich das mal aufgeschraubt und habe gedacht, perfekt für Kopfschmerztabletten. Ne? Habe gedacht, cool, Lampe schicke ich wieder zurück, das Ding behalte ich. Nein, das hat natürlich auch eine Funktion. Und zum einen kann man das so als Döschen verwenden, zum anderen kann ich hier damit dann den Akku bzw. die Kontakte schützen. Das heißt, ich schraube das einmal hier auf, habe ich hier ein komplett geschütztes Teil und die Gegenseite passt dann hier perfekt an den Lampenkopf. Und damit habt ihr zwei separat getrennte Module und alles ist perfekt organisiert. So sieht die Saint Torch 31 aus, wenn ihr hier den Griff montiert habt. Den könnt ihr natürlich in x-beliebigen Varianten montieren. Ich habe ihn jetzt mal relativ weit in der Mitte befestigt vom Angelpunkt hier, damit ich einfach von der Gewichtsverteilung hier das gut ausbalanciert habe. Wenn ich hier den hinten habe, ist er natürlich vielleicht vorne weniger im Weg. Dafür habe ich natürlich mehr Gewicht nach vorne. Von daher finde ich das so ganz gut. Ihr könnt hier aber auch die Schrauben einmal rausdrehen, den Griff einmal komplett drehen, also auch in die andere Richtung ist möglich und natürlich hier nochmal nach hinten und vorne versetzen. Wenn ihr es so habt, habt ihr sogar noch so ein bisschen einen Handschutz, wenn ihr die Lampe so greift. Und theoretisch kommt ihr hier auch ganz gut an den Bedienknopf dran, wenn ihr hier den Daumen nach unten bewegt. So viel zum Griff. Ihr habt ja auch schon gesehen am Anfang, die Lampe steht auf dem Hinterteil. Das heißt, man kann hier auch super guten Raum mit ausleuchten. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt hier ein bisschen mehr Licht haben, dann schalte ich die Lampe einfach ein, dass man mich noch sieht hinter dem Strahl hier. Und dann kann die natürlich auch in dem Betriebsmodus ohne weiteres funktionieren. So, dann machen wir mal ganz kurz den Griff wieder ab, denn der stört uns jetzt bei allem Weiteren. Dazu müsst ihr einfach nur unten die zwei Schrauben aufdrehen. Dann ist das Ganze schon lose. Und dann dreht ihr vorne einmal den Kopf ab. Und schon könnt ihr das Griffstück entnehmen und die Lampe wieder EDC hosentaschentauglich machen. Ja, nochmal kurz zum Gurt. Ich hatte ja vorhin gezeigt, dass man das vorne festmachen kann als Single Point, wenn ihr die Sling hier in sich selbst koppelt. Das geht natürlich auch im
wie nennt man das, einen normalen Tragegurtmodus, wo ihr vorne einhängt und hinten am Tail habt ihr nochmal 3 verschiedene Angriffspunkte, wo ihr hier die Sling einhängen könnt. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, auch damit die Sling so zu machen. Das ist ein bisschen fuddelig, aber das macht man ja auch nicht ständig dran und drauf. Und dann habe ich hier die Möglichkeit, Tactical Hand Carry zu machen. Wobei, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Schon wieder was Cooles entdeckt an der Lampe. Ja, also das wäre auch eine Möglichkeit, wie ihr die Lampe nochmal tragen könnt. So, jetzt wollt ihr aber noch mal ein paar Eckdaten haben. Das kann ich euch ja schon mal sagen, solange ich hier den Gurt wieder rausfummel. Die Lampe hat einen Lampenkopf von 10 cm Breite, eine Gesamtlänge von ca. 29 cm und der Lampenkörper, also sprich der Akku, hat eine Breite von 5 cm. Also ein ordentliches Pfund. Apropos Pfund, das sind einige Pfunde, denn die Lampe wiegt hier 1,5 Kilo hier mit Akku, genauso wie sie hier ist. Eignet sich, wie gesagt, nicht nur zum Leuchten, sondern auch wie früher die guten alten Mac-Lights, um sie mal jemand um die Ohren zu hauen, mal richtig. Ja? Das sollte sie auch abkönnen, denn sie wird vom Hersteller angegeben mit 1 Meter Falltiefe. Bei dem Preis, den die Lampe hat, wollen wir das jetzt aber nicht ausprobieren. Die Wasserdichtigkeit testen wir aber nachher noch. Kommen wir zum Akku. Hier habt ihr einen 4800 mAh Akku mal 6, also 28.800 mAh. 6 4800er Akkus, die hier zusammengekoppelt sind und dann dieses Kraftpaket ergeben. Die Lampe hat eine Maximalleistung von 20.000 Lumen und eine Leuchtreichweite von über 700 Metern. 1000 Lumen ist an, 20.000 Lumen. 1000 Lumen, 20.000 Lumen. Im Vergleich zu anderen Lampen haben wir festgestellt, dass hier weniger ein fokussierter Spot ist. Also man kommt schon auf die Reichweite, aber man hat eher eine große, breite Ausleuchtung, was unserer Meinung nach die Lampe halt auch perfekt macht für Wasserwacht oder ähnliche Institutionen, die dann große Gebiete ausleuchten müssen, nicht so einen punktuellen Spot wie Batman brauchen. Ja, also das geht dann mit der Lampe hier perfekt. Ihr habt es ja auch schon gesehen, natürlich kann man so eine Leistung nicht nur mit dem Akku bekommen, sondern hier braucht man auch entsprechend die verschiedenen LEDs. Nextorch setzt hier auf Cree und zwar eine Cree XHB 50B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Kommen wir zu den Leuchtmodi. Wir schalten die Lampe ein und haben im Turbo 20.000 Lumen. Das ist ziemlich amtlich. Eingeschaltet wird hier mit einem Knopf, das ist auch der einzige. Nebendran habt ihr eine Batterieanzeige, die euch kurz beim Einschalten anzeigt, wenn die Batterie oder beziehungsweise den Batterieladestand, hier in dem Fall 4 Balken, voll geladen, habe sie über Nacht geladen, Lampe ist voll. Wenn die Lampe jetzt eingeschaltet ist, kann ich durch leichtes Tippen durch die Modi gehen. Ich gehe mal in den High Mode. Jetzt habe ich 6000 Lumen mit einer Laufzeit von 3 Stunden 30. Gehen wir in den mittleren Modus. Das sind 1700 Lumen mit einer Laufzeit von 8,5 Stunden und einmal in den Low-Modus. Der ist wirklich, den kann man hier, obwohl der Low auch schon ziemlich hell ist, wenn er sich selber ins Gesicht leuchtet. Also der Low-Modus bietet euch 90 Lumen und eine Laufzeit von 81 Stunden. Ich habe auch vergessen, die höchste Leistung euch anzusagen. Die 20.000 Lumen laufen 2 Stunden 15. So, dann habt ihr, wenn ihr den nächsten Modus nach dem Low-Modus kommt der Strobe, also Reihenfolge immer Turbo, High, Medium, Low, Strobe. Dann kommt ihr in den Strobe-Modus. Ja, muss man nicht viel zu sagen. Hätte ich mir jetzt, gut, bei so einer Lampe braucht man es jetzt nicht unbedingt, aber ist natürlich umso wirkungsvoller bei der Leuchtkraft. Und wenn ihr dann wieder drückt, habt ihr wieder den Turbo. Natürlich ist bei so viel Leistung auch ein gewisser Schutz notwendig. Das heißt, hier ist auch ein Sensor aktiv, der eure Lampe vor Überhitzung oder vor Verbrennungen schützt. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel hier ein Blatt Papier an die Linse kommen würde, würde das Feuer fangen bei der Hitzeentwicklung. Von daher ist hier ein Sensor drin, der automatisch die Helligkeit runterregelt und damit auch die Wärme natürlich runterregelt, wenn ein Gegenstand von, ich glaube, bis zu 100 cm vor der Lampe dazwischen ist, erkennt das die Lampe und die regelt dann automatisch runter.
Dieser Sensor lässt sich aber auch abschalten im Testmodus. Solltet ihr die Nextorch Saint 31 also als Zugriffswerkzeug benutzen, um eine Tür aufzuschneiden, könnt ihr einfach, ich sage euch jetzt nicht, wie es geht, guckt ihr in die Anleitung, da steht das, könnt ihr diesen Sensor ausschalten und dann könnt ihr die Lampe einfach an die Tür setzen und damit schön die Tür rausschweißen und dann stürmen. Sehr, sehr cool. Die Lampe verfügt weiterhin über einen SOS-Modus. Den erreicht ihr, wenn ihr im eingeschalteten Modus den Schalter für mehrere Sekunden gedrückt haltet. Dann kriegt ihr hier diesen SOS-Modus, der dann dauerhaft einfach blinkt und damit eine Not signalisiert. Das funktioniert natürlich auch sehr gut, wenn ihr die Lampe irgendwo hinstellt und sie einfach nach oben blinken lässt. Dann kann euch sogar die Luftwacht, Rettungswacht, Hubschrauber, Flugzeuge, was auch immer finden. Von der Wärmeentwicklung her muss man sagen, wenn ich die Lampe jetzt relativ weit vorne am Einschalter halte, hat man jetzt hier, also jetzt nach dem bisschen Betrieb hier, habe ich hier vorne schon eine ordentliche Wärmeentwicklung. Also die Lampe ist sehr warm. Das heißt, wenn ich sie längere Zeit halten möchte, sollte man auf jeden Fall hier bis zum Akku die halten. Dann hat man auch keine Probleme mit der Wärmeentwicklung. Jetzt machen wir abschließend mal noch einen Wassertest und schauen mal, ob die Lampe wirklich wasserdicht ist. Dazu einmal natürlich Kontrolle. Ist alles richtig verschraubt? Jawohl, haben wir richtig gemacht. Einschalten und ab dafür. Jetzt geht auch schon der Sensor an, habt ihr gerade gesehen, ne? Weil einfach hier jetzt vorne dran erkannt wird, da ist ein Hindernis. Aber die Lampe tut auch unter Wasser. Einen halben Meter können wir jetzt natürlich hier nicht nachstellen, aber auf jeden Fall mal einen kurzen Dichtigkeitstest machen und den hat die Lampe bestanden. Das war unsere Vorstellung der Nextorch Saint Torch 31. Ein richtig amtliches Schiff für die Leute, die noch aus der Maglite-Welt kommen. Die werden sagen, geil, endlich wieder ein richtiges Pfund in der Hand, nur halt mit der 100-fachen Leistung. Ich weiß gar nicht, was die Maglites damals für eine Leistung hatten. Und natürlich hier auch mit einem Lithium-Ionen-Akku, was natürlich viel mehr Spaß bringt, als hier immer diese großen D-Zellen waren das, glaube ich, reinzupacken. Ihr bekommt die Nextorch TA31 bei Recon Company. Der Link ist unten. Ich schreibe den Link mal unten rein hier. Recon Company kann man hier dann entsprechend kaufen. Ja, wie findet ihr die Saint Torch 31? Ich muss sagen, sehr, sehr geiles Pfund. Wenn sie nicht so groß wäre, würde ich sie täglich mit mir rumtragen. Schreibt es uns in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Wie immer, liken, Abo und die Glocke klicken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Ja. Weiterhin. Mach mal ohne Rülpsen zeigen, bitte. Entschuldigung. Nochmal ganz.